Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Apple kann nicht liefern. Es kann passieren, dass wenn du jetzt dein neues iPhone Pro oder Pro Max bestellst, dass du es definitiv nicht mehr unter dem Weihnachtsbaum sehen wirst. Lieferzeiten bis zum Frühjahr 2023 sind wirklich schon keine Ausnahme mehr. Warum das so ist und wie du vielleicht noch das begehrte iPhone 14 Pro oder Pro Max bestellen kannst, das verrate ich dir jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Bei den neuen iPhone-Modellen bin ich immer so ein Kandidat, der wartet immer so 1 bis 2 Monate ab, weil ich gleichzeitig natürlich immer noch ein bisschen Videozubehör brauche, was dann immer noch nachträglich erst produziert wird, wie zum Beispiel hier von SmallRig, dieses Cage, das brauche ich immer zum Filmen und das dauert dann immer noch eine Weile, bis das dann sozusagen zum aktuellen iPhone-Modell produziert wird. Aber gleichzeitig ist es natürlich dann auch so, dass bei den iPhone-Modellen natürlich auch das neue iOS erstmal stabil laufen muss und das hat sich dann meistens immer so nach 1, 2, 3 Monaten eingepegelt. Aber jetzt wird mir meine Strategie zum Verhängnis, denn das iPhone Pro Max, was ich haben möchte, ist im Moment nicht lieferbar. Einige Händler, die geben schon keine Lieferzeiten mehr an, beziehungsweise Fristen, wann dein iPhone zu dir kommt, da sie einfach nicht wissen, wann die neue Ware in die Shops kommt. Aber jetzt wollen wir mal klären, woran das liegt. Die iPhone 14 Pro und Pro Max Modelle sind trotz herber Kritik an den aktuellen Neuerungen momentan sehr gefragt und werden sehr viel bestellt. Im Gegensatz bekommst du aber ein normales iPhone 14 oder 14 Plus innerhalb von einer Woche geliefert. Also es sind wirklich nur die iPhone Pro und Pro Max Modelle, die sozusagen momentan eine sehr lange Lieferzeit haben. So die ganz normalen iPhones 14, 128, 256 GB bekommst du jetzt aktuell immer noch innerhalb von einer Woche geliefert. Und ganz wichtig ist natürlich zu wissen, dass nicht Apple unmittelbar an dieser Situation schuld ist, sondern einfach eine Verkettung von unmöglichen Umständen im Moment herrscht. Denn jetzt hat auch noch China die Null-Covid-Politik eingeführt. Das heißt, das lässt momentan wirklich die Lieferketten zusammenbrechen. Frachthäfen stehen still und aus der Fabrik des taiwanesischen Auftragsfertigers Foxconn in China, da sind sogar die Angestellten geflohen vom Betriebsgelände und gleichzeitig haben sie natürlich ihre Habseligkeiten über die Zäune geschmissen und wollten einfach nur aus dem Werk raus, denn zuvor waren sie wegen Chinas Null-Covid-Politik in wochenlangen Corona-Lockdown auf dem Werksgelände eingesperrt. Das muss man sich mal vorstellen, du wirst einfach eingesperrt und nicht mehr rausgelassen. Neben den menschlichen Tragödien sind natürlich auch die wirtschaftlichen Auswirkungen riesengroß. Laut Analysten könnte die Produktion allein im November um bis zu 30% sinken. Foxconn versucht nun die Angestellten mit Bonuszahlungen dazu zu bewegen, auf dem Fabrikgelände zu bleiben. Aufgrund der starken Nachfrage für die iPhone Pro und Pro Max Modelle hat Apple natürlich Foxconn gebeten, die Produktionslinien vom iPhone 14 auf das iPhone 14 Pro und Pro Max einfach umzustellen. Somit versucht man mit dieser Maßnahme die Produktionsengpässe auszugleichen. Aber jetzt kommt natürlich noch das nächste Problem dazu, und zwar das kürzlich verhängte Lieferembargo der USA gegenüber China, wonach bei der Produktion von Halbleitern unter einer Strukturbreite von 16 Nanometern keine US-Technologie mehr verwendet werden darf. Im iPhone 14 stecken derzeit Chips von 6 Nanometer Prozessoren, was bedeutet, dass hier die Produktion ebenfalls durch die Sanktionen ins Stocken geraten. Und weiterhin sollen natürlich alle US-Bürger, die in China für diese Technologie arbeiten, kurzfristig das Land verlassen. Das nagt natürlich dann auch deutlich an der Produktions- und Infrastruktur von Apple. Probleme über Probleme, aber wie kommst du denn jetzt relativ schnell an das neue iPhone 14 Pro oder Pro Max ran? Wenn du Stand Anfang November bei den großen Shops bestellst, wie bei Apple Direct oder bei Amazon, da hast du Lieferzeiten von Anfang bis Ende Dezember angezeigt. Sollte sich die weltweite Lage aber verschlechtern, ändern sich natürlich auch hier die Lieferzeiten und sie werden deutlich nach hinten rutschen. Bei den Netzanbietern wie Telekom, Vodafone oder O2 sieht es natürlich ähnlich aus. Hier wird ein Zeitraum von vorsichtig geschätzt jetzt 4 Wochen genannt und bei den 512 GB oder bei den 1 Terabyte Versionen ist dann die Lieferzeit um 2 Wochen kürzer angegeben, denn die sind nicht allzu doll gefragt. Was jetzt momentan am meisten gefragt ist, ist das iPhone Pro und das iPhone Pro Max mit 128 bzw. 256 GB.
Daraufhin habe ich mich mal im Netz für euch umgeschaut und wenn du jetzt nach einer schnellen Lösung suchst, kannst du momentan wirklich nur auf eBay oder eBay Kleinanzeigen ausweichen. Hier sind noch die Verkaufspreise relativ normal und liegen teilweise von bis zu 200 € unter dem Apple-Preis für neue verschlossene Geräte. Natürlich hast du bei eBay und eBay Kleinanzeigen immer das Betrugsrisiko dabei, kriegst dann manchmal auch keine richtige Rechnung. Das ist natürlich dann die negative Seite an der ganzen Geschichte, aber sollten diese Lieferengpässe weiter anhalten, werden natürlich auch die Verkäufer von eBay die Preise deutlich erhöhen und Weihnachten wird man dann meistens nervös, dass da dann nichts unter den Baum liegen könnte, wenn man das iPhone Pro Max oder Pro haben möchte und dann werden natürlich auch die eBay-Verkäufer ihre Preise dementsprechend anziehen. Man sieht natürlich schon, es sind relativ enge Grenzen gesetzt, an die neuen iPhones Pro oder Pro Max ranzukommen. Wer jetzt noch ein altes 13er oder 12er rumzuliegen hat, der kann natürlich noch weitermachen mit dem Telefon. Wer jetzt wirklich ein neues Telefon benötigt und sehr gerne das 14 Pro oder Pro Max hätte, der hat im Moment relativ schlechte Karten. Aber falls ihr noch Ideen oder Möglichkeiten seht, schneller an das iPhone 14 oder 14 Pro ranzukommen, dann schreibt es hier bitte in meine Kommentare, denn es gibt bestimmt Menschen, die sich dafür interessieren und denen ihr weiterhelfen könnt, das iPhone Pro relativ früh und pünktlich zu bekommen. Aber im Moment heißt es nur noch abwarten und Tee trinken und sollten sich diesbezüglich neue Dinge ergeben, erfährst du das natürlich hier auf meinem Kanal mit einem neuen Video. Ich sage schon mal danke fürs Anschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Tschüss, bye bye und winke winke und sehr gern bis zum nächsten Video.